Ja, der sollte schon durch die Käfer, was du so siehst, im Netz und auf Treffen und überall, ne, die sind ja immer so schweinetief, schleifen immer. Da habe ich gesagt, das ist geil, das musst du auch haben. Aber du musst ja im Hinterkopf behalten, du musst ja sonntags auch noch mal eine Ecke fahren. Also was bleibt anders übrig außer Luft? Kannst halt hochpumpen, Family drinne, entspannt, Treffen, schweinetief und es schleift. So ist das dann zustande gekommen, genau. Ich bin Sascha Franke, komme aus Delitzsch und habe so das ein oder andere Schmankerl in der Garage stehen. Sauerkrauts, the authentic streetwear brand for petrolheads. Besuche unseren Online-Shop und finde dein Lieblingsstück. Zum Fahren ist es eigentlich ähnlich wie ein normales Auto, was halt ziemlich tief gelegt ist. Also du musst natürlich ein bisschen drauf achten, Bordsteinkanten hier und Bodenwellen da, aber ansonsten gerade Strecke durch den Wald ist völlig entspannt. Du kannst auch mal 120 fahren, kannst du mal ein bisschen schneller fahren, ein bisschen langsamer, aber eigentlich ist es so, du genießt einfach das Leben, du sitzt da drinnen, du fühlst dich so ein bisschen zurückversetzt, du musst noch ein bisschen arbeiten beim Autofahren. Es ist einfach ein anderes Feeling. Das ist, du hörst den Motor, du hörst auch mal was klappern unterm Auto und wenn mal ein Stein lang fliegt, das holt mich einfach ab, das macht mich, das befreit mich, das ist einfach cool. Ich war früher viel arbeiten, also durch meine Lehre und alles und habe dann irgendwie einen Ausgleich gesucht und bin dann so Freunden so rumgefahren, war dann mal in Bautz ein bisschen feiern und eigentlich bin ich so richtig da durchgekommen durch das VW Pfingst-Treffen damals. Dort habe ich das erstmal so gefühlt, in dem Ausmaß gesehen und denke mir, geil und cool und das hat mich irgendwie angefixt, keine Ahnung. Und ja, so ist das zustande gekommen. So bin ich dann immer weiter. Dann kam das erste Auto, ein 2er Golf, ein Postgolf, den habe ich günstig gekriegt. Erstmal irgendwelche Matti Sportstahl drauf, schweinetief das Ding. Ja, so ging das dann nach und nach. Und dann war ich im Folgejahr nochmal in Bautzen, wo ich dann so ein bisschen in der Szene, auch mit dem Auto. Und da habe ich so G60-Lader gehört und da habe ich mir gedacht, geil, das musst du auch haben, das ist mega, das ist irgendwie so ein bisschen Rennsport und da und dort. Ja. So bin ich da in die Szene gekommen. Also genau, also mein Golf 1 ist ein G60, G65 Lader mittlerweile, komplett gemacht. Damals für 600 € gekauft. Das war so mein erstes richtiges Projekt. Ja, war mal grün, Manila-grün, glaube ich, hieß die Farbe. Hab das dann über den Winter mal schnell, weil du das Treffen fahren willst, ja, auseinander geschweißt, lackiert, dann irgendwie einen G60-Motor organisiert mit einem halb kaputten Lader. Und ja, Hauptsache das lief erstmal irgendwie und dann konntest du zum Treffen fahren. Und dann hat sich das so übel krass gesteigert. Dann neuer Motor, bearbeiten Kopf, anderen Lader, Auspuffanlage. Ja, und dann bist du so angefixt, dass du das dann fertig machst, komplett mit Innenausstattung und Felgen, allem drum dran, große Bremsanlage. Mittlerweile fahre ich damit ab und zu mal Rennstrecke, Nürburgring
war ich damit schon bei Porsche auf der Rennstrecke, wenn die immer mal freigeben. Sachsenring war ich auch. Ja, macht auf jeden Fall Laune und es ist so krasser. Naja, ich mag es immer so ein bisschen abwechslungsreich. Der Karmann, der ist immer relativ so zum Eisessen fahren, mal entspannt, der Family. Und mit dem Golf kannst du halt mal Gas geben und einfach mal eine Stunde den Kopf ausmachen, einfach nur fahren und die Welt vergessen. Durch den G60 habe ich mir so überlegt, ja, was baust du denn jetzt noch? Und bin dann zu dem Schluss gekommen, du baust was für sonntags. Nimmst deine Family, meine Tochter war zu dem Zeitpunkt ein halbes Jahr alt und fährst dann mit Eisessen einfach sonntags. Schnurchelst ein bisschen rum, ganz entspannt und alle können mit. So bin ich zu dem Auto gekommen, ja, und dann bei eBay Kleinanzeigen durchforstet. Und irgendwann ploppte das Ding auf für einen relativ guten Kurs. Stand in Holland zu dem Zeitpunkt. Und ja, meine Frau habe ich gesagt, ne, ich muss mal schnell was holen. Ich brauche ein neues Teil, das liegt leider in Holland. Und ja, 12 Stunden später, als ich dann wieder zurück war, habe ich gesagt, ja Schatz, kommst du mal kurz runter? Und was ist denn das? Ja, ich sage, das ist unser neues Sonntagsauto. Ja. Natürlich nicht in dem Zustand, sondern dreifach lackiert in verschiedensten Farben, gelb, blau, wieder gelb, Silber war auch noch ein bisschen bei. Ja, und dann hieß es, wir restaurieren es, also ich. Und haben es erstmal auseinandergebaut, dann alles abgeschliffen, alle Farben runter und dann den Rost entdeckt, was da ist, dort ist, hin und her. Und so nach und nach ging es dann wieder los. Es wurde dann, ich habe es dann in dem Originalton wieder lackiert. Ich habe mir bei VW dieses Zertifikat geben lassen, da steht ja alles drin, wie es mal aussah, die Innenausstattung. Die war auch braun, aber nur so Stino-braun, das fand ich nicht so. Und habe es deswegen meinem Anspruch angepasst. Die Innenausstattung habe ich so gemacht, wie es früher war, nur in meinem Style. Also früher war sie wirklich braun, auch Leder, und ich habe es aber alles so angepasst, dass es mir am Ende gefällt. Wir haben den Keder ringsrum, wir haben das Wabenmuster, die Karos, dann genäht mit einem Kumpel zusammen. Der hat eine eigene Sattlerei, viel mitgemacht und ja, so ist das zustande gekommen. Dann das Armaturenbrett, hat ja oben eigentlich eine Box noch, die haben wir zugemacht, mit GFK ausgebaut, so dass das eine Einheit ist, eigentlich so wie es Auto auch ist. Ne? Es hat ja keine Kotflügel in dem Fall, also nicht so richtig, es ist ja alles formschlüssig, sage ich mal. Und so ist das zustande gekommen, dass ich das auch so haben wollte. Motorraum ist beledert, die Verkleidungen alle, damit das, ja, normalerweise ist so eine Teermatte drin, aber das war jetzt nicht so mein Anspruch bei dem Auto, deswegen haben wir das als Form genommen, eine Schablone gezeichnet, gemacht und dann haben wir da angepasst, geguckt, ob das geht oder nicht, und ja, dann haben wir da alles komplett gemacht, hier links und rechts die Seiten genauso, ja, so dass es am Ende ein stimmiger Motorraum ist, der Motor ist gecleant, also früher ist es da, wo ich das Auto gekauft habe, da ging von links nach rechts einfach ein Stromkabel durch, weil das so war, und ich habe das einfach so gemacht, dass man die Stromkabel wenig bis gar nicht sieht. Und der Motor ist ein 1.6er mit 48 PS und ja, alles gecleant, alles gepulvert, komplett auseinander gehabt, revidiert. Ich habe dazu noch extra Ölfilter gebaut. Das nennt sich so Airflow-System, gibt es bei CSP-Parts. Musste neue Ölleitungen legen, neue Ölpumpe einbauen, eine verstärkte ist eingebaut. Da du ja auch mal im Sommer, wenn es heiß ist, fahren willst und nicht irgendwie immer
darauf achten musst, dass du irgendwie dann bloß mal 50 fährst auf der Autobahn oder auf der Landstraße, sondern du kannst kontinuierlich auch mal 100 fahren, ohne dass jetzt mal was passiert. Ja, alles auseinander gehabt, neu abgedichtet. Ich habe auch keine Ölflecken unterm Auto, das scheint zu funktionieren. Habe ich alles selber gemacht und also ich habe mir das angeeignet, irgendwie durch Bücher, durch Machen, Probieren, hin und her und ja, so bin ich, so das dann alles schwarz gepulvert, so dass das, weiß auch nicht, es hat mir einfach so, es passt zum Auto halt, schwarz-gelb, das ist halt irgendwie stimmig. Die Felgen sind eine 7x17 Zoll Felge von der Firma Fuchs. Ist leider keine originale Fuchs-Felge, aber ist mir in dem Fall relativ egal. Sieht sportlich aus, sieht geil aus. Eine Fuchsfelge passt eigentlich immer zu solchen Autos. Ja, top. Also mir gefällt das so und deswegen. Fahrwerk ist von einem Airlift Performance, also die Steuerung zumindest. Vorderachse ist von 0 Bar und Game Changer. Und an der Hinterachse wollte ich das auch verbauen, aber dadurch, dass ich eine Schräglenkerachse habe, passen die Adapter A nicht und B ist es extrem schwierig einzubauen. Habe ich aber leider erst im Nachgang festgestellt. Mir wurde das damals ein bisschen anders verkauft, wie das immer so ist. Ja, glücklicherweise hatte ich noch einen anderen Kumpel, hier gleich in der Nähe in Riesa. Der ist viel in der Käferszene unterwegs und hat mir dann empfohlen von Leimbach, die sind in Großbritannien ansässig und stellen auch nur für Käferfahrzeuge und also luftgekühlte Fahrzeuge Fahrwerke her. Und dort habe ich mir dann von Leimbach ein neues Fahrwerk organisiert. Mein Luftfahrwerk ist versteckt hinter der Rücksitzbank. Da hat der Kamangia einen relativ großen Stauraum, wo du früher deine Koffer reingemacht hast. In dem Fall habe ich da jetzt meinen Tank reingemacht, plus Pumpe, plus die Airlift-Steuerung. Also du kannst das auch rumklappen, dann hast du eigentlich auch nochmal eine große Fläche, den ganzen Spaß. Und ja, auf Treffen klappe ich dann nur mal runter. Ist halt nicht so, ich habe mal überlegt, ob ich noch eine Lampe einbaue. LED-Streifen, damit es halt ein bisschen beleuchtet wird. Aber ja, ist bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Durch meine anderen Projekte noch und so. Das sind so die kleinen Spielereien, die ich dann am Ende vielleicht noch mitmache. Wenn ich mal irgendwie noch neben Kind und Frau und Arbeit ein bisschen Zeit habe. Es gibt so nur 2, 3 kleine Sachen vielleicht, die ich noch ändern würde. Und zwar mein Kofferraum vorne, den würde ich noch mal gerne komplett beledern. Ich finde es jetzt noch nicht ganz so schick stimmig, aber das ist so eigentlich ist das so das Einzigste, was ich noch so habe. Der Rest ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Vielleicht, früher habe ich mal den Spleen gehabt, ach, du baust ja einfach mal noch einen zweiten Motor, aber dann halt mit Turbo. Das hat halt auch im Umkreis hier so keiner und willst so ein bisschen abheben. Aber da hatte ich jetzt noch nicht so die Muse dazu, mich damit jetzt so krass zu beschäftigen. Aber das auch wegen TÜV und Eintragen und Machen ist das, glaube ich, dann mehr immer so Show und Schein und müsstest dann den zweiten Motor da stehen haben, den immer fürs Treffen mal tauschen und ist ja am Ende bloß 4 Schrauben rausgenommen, wieder reingeschoben und fertig. Klingt jetzt einfach, aber das ist halt das Coole am Oldtimer-Schrauben oder am Karmann-Schrauben. Man kann das viel selber machen.
Weil wirklich, das ist noch so relativ einfache Technik. Es gibt einen Kabelbaum mit irgendwie 12 Sicherungen, das kann man irgendwie alles nachvollziehen und ohne Steuergerät, es funktioniert einfach immer. Ob es jetzt minus 20 Grad sind oder plus 30, ob es nass ist oder nicht. Es funktioniert einfach und das ist halt cool. Naja, dann habe ich ja außerdem Karmann noch, ich bin ja auch so ein bisschen autobekloppt, sag ich mal, wie wir eigentlich alle in der Szene. Wir kriegen ja irgendwie wir müssen ja immer was machen. Also wenn du ein Projekt fertig hast, dann kommt das nächste und in dem Fall ist das bei mir jetzt irgendwie noch ein Porsche G-Modell geworden. Habe ich auch relativ günstig bekommen, aktuell zu den Marktpreisen, auch Nähe Holland. Ich habe es irgendwie mit Holland, weiß ich warum. Und ja, den restauriere ich jetzt seit einem Jahr. Meine Hochzeit kam dazwischen, jetzt nicht so die ganze Zeit gehabt. Aber jetzt seit 3 Wochen habe ich den Motor ausgebaut und der liegt jetzt daneben. Und der wird jetzt noch regeneriert, so dass ich, denke ich, wenn der Zeitplan hinhaut, nächstes Jahr damit fahren kann und das machen. Aktuell habe ich schon mal ein paar neue Felgen drauf. Porsche Motorsport, hinten eine 12 mal und vorne eine 9 mal. Das ist schon ziemlich gewaltig, das sieht schon brachial breit aus. Motorsport Magnesiumfelge, die, ja, ein Kumpel von mir, der ist Felgenbauer, der macht das so. Und der war hier, da haben wir gemessen, das Auto runtergelassen. Dann hat er irgendwelche Ringe mitgebracht. Hinten war erstmal roter Dran, vorne durch Zufall ist auch die Farbkonstellation entstanden mit dem Schwarz matt, weil er da gerade einen Ring da hatte zum Probieren. Drauf gemacht, stand mal so da. Ja, das sieht schon geil aus mit diesen Magnesiumölleitungen. Das sieht schon, ja, das machen wir so. Ja, und jetzt ist es halt eine 12 mal 17 mit 285 hinten. Bietet ja die Karosse an, weil es ein Turbo-Breitbau ist. Von daher ist schon geil. Ja, das ist so mein nächstes Projekt, nächstes Ziel, das Ding dann auf die Straße zu kriegen und damit dann ein bisschen Spaß zu haben. Also im Vordergrund würde ich mich gerne auch noch bedanken bei meinem Karmann-Projekt also bei Jörg Fünfstück. Der hat ist mein Autosattler, der hat den ganzen, ich sag mal, Innenausbau geleitet, gemacht, mit Ideen noch dazu gesteuert, wie man das machen könnte. Er hat mir Muster gezeigt, so und daraus ist der ganze Innenraum, sage ich mal, so entstanden. Mit dem habe ich dann auch wahrscheinlich, weiß nicht, 3 Monate meines Lebens Tag und Nacht verbracht, damit wir das irgendwie so auf meinen Style kriegen und dass wir das dann Einbau fertig haben und machen. Ja, er hat auch viel Zeit investiert. Ja, Sören Scholz, mein Kumpel, der hat da auch mitgewirkt. Zu dem Zeitpunkt hat er bei Jörg mitgearbeitet, so nebenberuflich. Und da haben wir auch, also wie gesagt, es war eine echt lange Zeit, da zusammen irgendwas gemacht. Mein Karosseriebauer Kevin Sacher, weil meine Schweißskills sind nicht so gut, sage ich mal, dass es irgendwie ansehnlich ist. Deswegen habe ich so ein bisschen im Freundeskreis. Der hat mir da sehr geholfen und Bleche ersetzt, neu gemacht, alles was jetzt gammelig war. Und dann bei Kevin auf Arbeit, der ist gelernter Karosseriebauer. Ist natürlich noch ein Lackierer mit gewesen. Und da haben wir es dann gleich noch mit lackieren lassen. Ja, und dann war das schon mal so erledigt, fertig. Ja. Dann möchte ich mich natürlich bei meiner Frau bedanken, dass die mich so nimmt, wie ich bin. Da ich ja manchmal auch viel in der Garage bin, viel hier bin, viel baue, mir da diese ganze, ich sag mal, mich viel unterstützt. Ich gerade auch mal, wenn ich so eine Macke habe, irgendwie mal losfahre, irgendwie was hole, sich ums Kind kümmert. Und ja, das ist halt einfach unbezahlbar, das ist mega. Und sie fährt ja auch gerne mit auf Treffen und feiert dann auch immer so, wenn ich feiere so meinen Erfolg, so, was heißt mein Erfolg, aber so diese ganze Szene findet sie auch geil und jeder macht was und alle und so, ja, so geht das. Ja. Achso, ja,
Noch ein Freund von mir aus der Automotorentechnik in Delitzsch, Daniel Werner, Geschäftsführer, Inhaber. Der hat mir so bei Sachen Motortechnik hat er mir ein bisschen geholfen mit Einstellen, Zündung einstellen und den ganzen Spaß, weil er auch die ganzen Werkzeuge da hat zum Messen, gucken. Und er hat auch noch sein, ich sag mal, i-Tüpfelchen mit hingemacht wegen dem Einstellen und ja, hat mich auch sehr unterstützt bei der ganzen Geschichte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie ich meinen Karmann präsentiert habe und ja, die ganze Story. Wenn euch das richtig gut gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Like da bei Sauerkrauts auf dem YouTube-Kanal. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach unter das Video. Ich bin auch vertreten und würde das natürlich auch alles beantworten. Ja, ansonsten habt noch ein schönes Wochenende, schönen Tag, was auch immer. Ciao.